Ihr kriegt nicht genug von gebratenem Reis? Dann löscht die Nummer vom Lieferdienst und kocht lieber leckeres Nasi Goreng. Das ist schneller fertig, als Lieferando klingeln kann. Hey Leute, willkommen bei Lucky Recipes. Als allererstes brauchen wir Reis vom Vortag. Bei kaltem Reis kristallisiert die Stärke, dadurch wird das Reiskorn fester und eignet sich besser zum Braten. Und ihr wisst ja, in Asien isst man fast täglich Reis, da bleibt immer ein bisschen was übrig. Ihr könnt sowohl Basmati als auch Jasminreis nehmen. Wir haben hier Sona Masuri Reis, der eignet sich super. Nehmt einfach, was ihr im Haus habt. Wir haben hier etwa 500 Gramm gekochten Reis. Wenn ihr euren Reis erst noch kochen müsst, dann nehmt in etwa 200 Gramm trockenen Reis und lasst ihn über Nacht abkühlen. Bei uns gibt es heute eine Gemüsevariante mit Eiern. Ihr könnt aber auch klein geschnittenes Hähnchenfleisch oder Garnelen dazugeben. Wichtig ist nur, dass ihr nicht mehr Gemüse als der Reis nehmt, schließlich ist der Reis der Star der Show. Schneidet euer Gemüse nicht zu dick, damit es schneller durch ist. Stellt euch am besten schon alle Zutaten parat, damit es beim Braten später fix geht. Nehmt einfach das Gemüse, das ihr im Haus habt, wir bekommen trotzdem ein authentisches Ergebnis, denn das eine Nasi Goreng Rezept gibt es gar nicht. Über die Jahrhunderte sind in den verschiedenen Inseln und den verschiedenen Königreichen von Indonesien ganz unterschiedliche Varianten entwickelt worden. Auch in Malaysia gibt es unterschiedliche Nasi Goreng Varianten, aber es gibt so ein paar essentielle Zutaten, die für den charakteristischen Geschmack verantwortlich sind. Zum einen brauchen wir eine Chili-Paste. Typisch für Indonesien ist Sambal Oleg. Die Zusammenstellung kann nur aus Chilis, aber auch aus weiteren Aromatics wie Knoblauch, Schalotten, Zitronengras und manchmal sogar trockenem Fisch bestehen. Wir haben hier eine ganz einfache Sambal Oleg Paste aus Holland, die könnt ihr auch super für andere Rezepte wie unser Chili Chicken benutzen. Die nächste typische Zutat ist Ketchup Manis. Das ist eine süße Sojasauce, von der Konsistenz erinnert sie ein wenig an Balsamico und von ihr hat sich sehr wahrscheinlich unser Tomatenketchup entwickelt, wie man auch schon vom Namen her erahnen kann. Ja, die gekaufte ist nicht schlecht, ein bisschen basic, aber eine gute Ketchup Manis ist mehr als nur Sojasauce mit ein wenig Zucker. Wir haben ein bisschen recherchiert und in den Dörfern werden wirklich komplexe Rezepturen hergestellt, stellenweise mit Sternanis, mit Ingwer, mit Koriandersaat, also wieder ganz interessante Geschmackskomposition. Wenn ihr auf solche Rezepte mit Hintergrundwissen steht, dann abonniert auf jeden Fall unseren Kanal und helft uns dieses Jahr endlich die 50.000 zu knacken. Wenn ihr keinen Ketchup Manis im Haus habt, dann macht euch einfach eure eigene Variante. Das haben wir auch gemacht. Und ehrlich gesagt schmeckt uns unsere eigene Variante sogar viel besser. Ihr seht, manchmal muss man einfach ein wenig improvisieren. Und wenn ihr euch fragt, warum mache ich bloß Ketchup rein, keine Angst, man wird ihn nicht rausschmecken. Außerdem ist Ketchup ein echter Allrounder. Neben Säure durch Essig bringt er noch ein fruchtiges Umami mit und ergänzt damit hervorragend Pilzpulver und Sojasauce. Nasi Goreng ist ein beliebtes Frühstück, deswegen gibt es auch jede Menge Eier dazu. 2 Eier kommen direkt gequält mit in den gebratenen Reis und pro Person gibt es noch ein Spiegelei dazu. Die Zutaten sind alle bereit und wir können zum Braten übergehen. Stellt sie euch direkt neben den Herd, denn jetzt geht alles ruckzuck. Zum Braten nehmen wir diesmal Kokosöl, das ist hoch erhitzbar und verleiht dem Gericht ein schönes Aroma, aber auch Erdnussöl ist eine gute Wahl. Zur Not nehmt ihr ein neutrales Pflanzenöl, das sich hoch erhitzen lässt. Die einzelnen Kochschritte gehen sehr schnell, denn wir arbeiten auf hoher Hitze, das ist ganz typisch beim Stir-Fry. Wie der Name schon sagt, müsst ihr dabei immer rühren, damit euch die Zutaten nicht anbrennen. Ich war ein wenig zu vorsichtig und habe den Knoblauch nicht lange genug frittieren lassen. Er soll schön goldgelb werden, bevor die Zwiebeln dazukommen. Seid ruhig ein wenig mutiger als ich. Auch die Chili-Paste könnt ihr eine Minute braten, bis sie aromatisch duftet. Die Technik des Stir-Fry brachten die Chinesen im 10. Jahrhundert nach Indonesien, so hat sich Nasi Goreng, was eigentlich nichts anderes bedeutet als gebratener Reis, schnell in den verschiedenen Königreichen Indonesiens etabliert. Um ein richtig authentisches Nasi Goreng zu essen, müsst ihr nicht extra bis nach Indonesien fliegen, eine Zugfahrt nach Holland reicht. Als ehemalige Kolonialmacht haben die Niederlande viele Gerichte in die eigene Küche übernommen. Bis heute gibt es eine große indonesische Diaspora in den Niederlanden, deren Küche sehr beliebt ist, ganz ähnlich wie bei den Briten und den Indern. Deshalb kommen unsere Sambal Oleg und Ketchup Manis auch aus den Niederlanden. Wir geben in unsere Interpretation von Nasi Goreng eine Prise Kurkuma dazu. Hebt den Reis nur unter, statt zu rühren, damit er nicht kaputt geht. Sobald ihr den Reis mit Kurkuma eingefärbt habt, gebt die Paprika hinzu.
Sie hat eine niedrigere Garzeit als die anderen Zutaten und wäre verkocht, hätten wir sie früher dazu gegeben. Macht eine Kuhle in der Mitte eures Reises und gebt das geschlagene Ei hinein. Lasst es langsam stocken und rührt das Ei ab und an mit kreisenden Bewegungen. Aber nicht zu viel rühren, sonst wird das Ei zu cremig. Wir wollen schöne Eistücke, die wir in das Nasi Goreng einarbeiten. In den meisten Varianten wird das Nasi Goreng durch die Ketchup Manis Soße sehr bräunlich. Aber dank dem Kurkuma bekommt der Reis eine schöne goldbraune Farbe. Serviert euer Nasi Goreng mit einem kross gebratenen Spiegelei. Außerdem reicht man dazu leckere kleine Beilagen wie Krupuk, also Krabbenchips. Wir haben uns noch ganz einfache Pickles gemacht, indem wir Gemüse mit Essig, Salz und Zucker gekocht haben. Mega lecker! Getoppt wird das Ganze mit Röstzwiebeln. Am besten schmeckt Nasi Goreng frisch, aber es hält sich auch gut 4 bis 5 Tage im Kühlschrank und auch aufgewärmt schmeckt es 1000-mal besser als vom Lieferdienst. Genießt eure kulinarische Reise nach Indonesien und teilt eure Essensbilder gerne mit uns auf Instagram. Bis zum nächsten Video. Tschüss!